Marc, unfassbar bitterer Nachmittag heute hier in Stuttgart. Wie fühlt es sich für dich jetzt an? Ich glaube, da gibt's nur zwei Worte, die mir gerade in den Kopf kommen. Das ist Frust und Enttäuschung. Wir sind hier gestern angereist mit einem ganz klares Ziel, den nächsten großen Schritt in die Champions League Qualifikation machen für nächste Saison. Erste Minute, besseren Start kann man nicht haben. Dann nach 5 Minuten alles wieder mit dem Arsch eingerissen. Wenn ich jetzt ganz nüchtern sage, war Stuttgart besser, wir waren schlechter. Ob es jetzt ein Elfmeter ist, ja oder nein, aber psychologisch ist das der schlimmste Moment, ein Tor zu kassieren. Dann gehst du in so einem wichtigen Spiel mit 2-1 in die Kabine, kommst raus und kriegst es dann leider körperlich nicht hin, hier nochmal on par zu sein mit dem Gegner. Lässt sich dann körperlich abkochen und kriegst leider gar keine Chance mehr, also glaube ich zumindest gar keine Chance mehr in der zweiten Halbzeit. Ja, es ist ein Sinnbild so ein bisschen für die Saison, wenn es Spiele gibt, wo es eng wird, wo es eklig wird, dann ziehen wir immer den Kürzeren und deswegen müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass es dann am Ende dafür nicht reicht, wo wir uns alle gesehen haben. 4000 Fans waren heute hier mit dabei, du hast es angesprochen, perfekter Start mit dem frühen 1-0. Jetzt sind die Chancen auf die Champions League fast weg, aber es gilt trotzdem nächste Woche natürlich gegen Hamburg die Saison gut zu beenden. Wie geht dir das jetzt an für die kommende Woche? Ja gut, das heißt jetzt erstmal 24 Stunden das Ding hier verarbeitet. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, vor allem mit dem Blick auf was hätte sein können. Aber mit hätte gibt es ja so ein schönes Sprichwort. Ne? Ja, im Grunde genommen sind wir alles erstmal Menschen, die das Spiel heute verarbeiten auf ihre Weise. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es schneller, aber im Grunde genommen müssen wir uns diese Woche dann straffen, eine gute Trainingswoche hinlegen und dann gegen HSV gewinnen. Das müssen wir für uns tun, für die Fans tun, dass wir einfach mit einem guten Gefühl auch, egal was dann am Ende rauskommt, wir müssen hoffen, klar, jeder kann die Tabelle lesen, wenn wir gewinnen und die anderen 2 verlieren, aber darauf kannst du dich im Fußball nicht verlassen, du musst dich auf dich selber konzentrieren und deswegen werden wir alles dafür tun, dass wir dann im letzten Heimspiel zumindest ein 3 holen.